Ich bin vom RWP, wir beschäftigen uns mit Gusssimulation, mit Gießereiplanung, alles was mit Gießen zu tun hat. Ob es jetzt künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder die Standard-Gusssimulation ist. Wenn wir von der Standard-Gusssimulation, ich sage Standard, weil ich sollte Standard sagen, sprechen, dann sprechen wir hier von WinCast. Das ist die erste Gießereisimulation, die es auf dem Markt gab, von 1984. Hier sieht man einmal ein allererstes Bild mit den allerersten Rechnern von damals in der Entwicklung. Und ja, das können wir überspringen. Natürlich, die Ziele sind wie immer CO2-Reduzierung, Ausstoßreduzierung. Das sind die klassischen Ziele, die jeder hat. Wie ich es eingangs gesagt hatte, einmal haben wir unsere Gießsimulation und auf der anderen Seite AI. Wie arbeitet das zusammen? Automatische Erkennung von Fehlern, gleichzeitig eben auch die gesamte Gießerei zu erfassen, wie es Herr Dünkemann eben einmal schon einen kleinen Ausblick gegeben hat. Wie können wir das schaffen, alles zu vereinen und diesen ganzen Datenwulst, gedruckte Ordner, dass wir das alles mal wegschmeißen können. Kurzer Überblick. Wir sind ein kleines Team, was in Deutschland sitzt. Aber wir sind auf der Welt verteilt, überall mit unseren Partnern. Ein kleiner Überblick dazu. Im Büro in Deutschland sind wir um die 15 aktuell, aber mit unseren Partnern weitaus mehr. Ganz kurz zur Vorstellung, was ist denn tatsächlich der Unterschied und warum sage ich, wir sind die Ersten? Wir sind nicht nur die Ersten, die die Gießereisimulation überhaupt machbar gemacht haben, sondern vor allem der große Punkt FEM bei der Nutzung von Gießereisimulation. Und darauf basiert es auch, wenn wir uns die FEM-Simulation angucken und eben andere Tools, die ja nicht mehr nur FDM nutzen. Mittlerweile ist es ein Surface-Fit-FDM, alles wird ein bisschen angeglichen, wir reden nicht mehr von dem klassischen Stufenmodell, das ist klar, aber es basiert bei den meisten auf dem FDM-Netz. Das heißt, wir haben einen viel größeren Fehleranteil. Wir sind mit dem FEM eben auch, wir machen es möglich, auch kleine Änderungen im Radius von 3 auf 5, von 5 auf 3 direkt sichtbar zu machen. Also die Genauigkeit in der ganzen Rechnung ist bei uns an sich einer unserer Key Facts. Simulieren können viele, Software gibt es viele, aber kaum einer ist so genau. Kurzer Überblick. Gut, wir reden jetzt hier von Sand, Gusseisen und Aluminium, das heißt, wir können den Rest an sich vergessen, aber kurzer Überblick, was machen wir sonst? Gravity Die Casting, High Pressure, Low Pressure, Investment Casting, Continuous Casting, Centrifugal, Heat Treatment, bis zu Core Shooting, den gesamten Gießprozess. Wichtig und warum sind wir überhaupt so präzise? Natürlich, okay, ich habe es eingangs gesagt, FEM-basiert. FEM macht das Ganze präzise, aber ein großer Punkt bei uns ist, dass die Hauptarbeit in Projekten erfolgt. Das heißt, wir machen sehr viele Forschungsprojekte. Hier sind mal namhafte deutsche Universitäten aufgeführt, Fraunhofer-Institut, RWTH Aachen, als das ist die Gießer-Universität überhaupt in Aachen in Deutschland, oder Technische Uni in München, mit denen wir täglich zusammenarbeiten und Projekte machen. Aktuell laufen bei uns 7 Projekte über Erstarrung, über künstliche Intelligenz, wie macht man alles zusammen. Das ist ein Hauptthema. Wir sehen uns nicht als der klassische Softwareverkauf, sondern wir wollen die Software besser machen. Wir wollen das Gefühl für Software, das muss glaubwürdiger werden. Zusammengefasst, okay, wir sind nicht hier, um Software zu verkaufen. First, fast, precise. Ein kurzer Überblick. Was tun wir, wenn wir jetzt von Sandguss reden? Ist ganz einfach. Gucken wir uns die Formfüllung an, Temperaturfeldberechnung, klassische Solidification, die Hotspots, die jeder kennt in der Gießerei.
wo haben wir welche Zonen, wann löst sich etwas ab, wie man es hier sieht, wo haben wir kritische Bereiche, die wir eventuell spalten müssen, kühlen müssen, Gelenkeerstarrung schaffen, was wir alles nicht da machen. Porositäten, keine Frage. Aber auch hier, wenn ich jetzt von wir sind precise spreche, dann rede ich nicht davon, dass jeder oder jede andere Software diesen Fehler anzeigt. Ja, das wird jeder machen. Aber nicht jeder zeigt die kleinen Fehler an, wie man es vielleicht oben rechts sieht. Und das sind Fehler, die auch nicht jeden Tag passieren. Wenn wir 100 Mal gießen, passiert der Fehler oben rechts vielleicht auch nur 3 Mal. Aber das sind die 3 Mal, die jetzt, wenn ich hier vorne angucke und ich lese hinten drauf Gietburg, dann sind das die Teile, die Gietburg der Gießerei zurückschickt und sagt, hier haben wir einen Fehler gefunden. No. Und dann ist die Frage direkt natürlich, wo kommt das her? Und dann geht das große Suchen los in der Gießerei. Große PowerPoint, 8D-Reporte schreiben und das raussuchen. Und man sieht es nicht in der gängigen Simulation. Und wir sagen, wir sehen ihn, wir geben aber ganz klar den Punkt mit und sagen, das ist kein Fehler, der immer passiert, das ist ein Fehler, der kann passieren. Und wenn ihr den da habt, ihr seht ihn, dann stellt ihn wieder ab. Stellt ihn ab, wird er nicht mehr angezeigt, wird er auch nicht mehr kommen. Mechanische Eigenschaften, großes Thema in Richtung Thermoanalyse, kommen wir gleich auch noch zu. Aber die klassischen Zugdruckspannungen, Härte, Deformation, auch sehr wichtig, gerade wenn wir jetzt von großen Automotive-Teilen sprechen, dünnwandige Gussstücke, jegliche Deformation, genauso aber auch wie in förmlichen Kernen oder beim Werkzeug. All das ist möglich mit FEM, mit vernünftigen Materialdaten, mit der Thermoanalyse. Wie ich gerade gesagt habe, die Load Stress, Distortion, Lifetime, selbstverständlich, das geht einher. Hot Cracks, ja, ist jetzt, haben wir selten im Eisenguss, wir sind hier im Eisen, sind möglich, aber sind selten. Das als kurzen Überblick, was können wir? Was haben wir an Materialien? Wir sprechen ja Eisen, Alu, wir können an sich jedes Material. Es ist vollkommen egal, was Sie für ein Material benutzen, was Sie gießen. Genauso ist es egal, ob wir uns denn wirklich über Gussmaterial unterhalten oder ob wir, wo es ja auch weiterhin geht, vielleicht über einen 3D-Druck, also auch über Keramiken als Kerne, andere Materialien für Sande. Wir sind ja ständig in einer Welt, wo wir uns andere Schrotte angucken, Alternativmaterialien, die günstiger, die vielleicht schneller sind, wenn wir von Prototypen reden. Auch da sind wir durch unsere ganzen Forschungsprojekte durchaus in der Lage, Materialdaten zur Verfügung zu stellen und eben zu rechnen. Jetzt hatte ich eingangs gestern leider ein kleines Problem mit meinem Notebook und jetzt auch gleich leider gecrashed und habe dann gestern Abend noch mal ein paar neue Folien gemacht. Das sind jetzt nicht genau die ich zum Thema Thermoanalyse zeigen wollte, weil ich die nochmal speziell angefertigt habe. Ich habe jetzt mal ein paar reingesetzt. Wir gucken jetzt hier auf, oder anders angefangen, Thermoanalyse bei uns in der Simulation. Wir haben jetzt eingangs davon viele sehr interessante, detailreiche Vorträge gehört. Wie messen wir denn überhaupt in der Gießerei? Welche Cups benutzen wir? Was können wir sehen? Wir machen das Gleiche, nur am Computer. Wir setzen überall, wo wir mit unserem Netz einen Knotenpunkt haben, können wir x-beliebig, ist nicht limitiert, können auch 1 Million Punkte setzen. Das wäre egal. Überall, wo wir einen Knotenpunkt haben, können wir einen Temperatursensor reinsetzen und kriegen sofort die Abkühlkurve. Ob das jetzt hier an der Form ist oder ob das am Gussteil ist, ob das mittendrin ist oder am Rand, wie Sie ja auch gezeigt haben, wir haben deutliche Unterschiede, ob wir uns direkt an der Bauteilwand Übergang zur Form befinden oder ob wir mitten eines dickwandigen Bauteils sind. Das heißt, auch da bekommen wir unterschiedliche Abkühlkurven. Selbstverständlich. Was
folgt daraus andere mechanische Eigenschaften, die wir natürlich dann wieder jeden Temperaturschritt neu berechnen, sodass wir eben auch dann glaubwürdige Ergebnisse erzielen. Wenn wir uns den Bereich angucken, und wir sehen jetzt hier einfach eine klassische Vernetzung mit Temperatur und fixieren mal hier einen Punkt, sehen hier, okay, die 420 Grad. Wir haben den Messpunkt gesetzt. Als erstes, ich habe jetzt hier einfach mal 4 Punkte gesetzt, mit einem relativ gleichen Abstand. Das sind sogar 5 Punkte, Entschuldigung. Und wir kriegen sofort mit einem Klick in der Software nicht exportiert. Man kann es natürlich exportieren als Excel-File, das ist alles machbar, aber sofort in der Software einen Graphen angezeigt und wir sehen genau das, was Sie auch gezeigt haben, die großen Temperaturunterschiede. Gleiche Kurve, was soll sich groß verändern, aber zu unterschiedlichen Temperaturen. Und das folgt natürlich dann wiederum zu anderen Eigenschaften. Das gleiche hier einmal mit der Temperatur. Das war ein Beispiel von einem Sandguss. Jetzt kommen wir hier einmal zu einem Steering Wheel im Druckguss, im klassischen Druckguss. Und hier, das will ich einmal zeigen, weil das ja auch da wieder sehr interessant ist, die Thermoanalyse nicht nur auf dem Sandguss oder auf dem Eisenguss zu betrachten. Einstellen von Speisung, Einstellen von Behandlungen, Magnesium, wann gebe ich welches Impfmittel dazu. Ein anderer Punkt ist, wenn wir uns hier angucken, und wir machen mal 3 aufs Werkzeug, 1 aufs Gussteil, und im Druckguss sprechen wir so häufig, jetzt haben wir keinen Druckgießer unter uns, glaube ich, aber von den Zykluszeiten. Ja, wenn ich den ersten Abguss mache, haben wir ganz andere Bedingungen als nach dem 5., nach dem 6. Das Werkzeug heizt sich auf, wir haben immer wieder den Formfüllvorgang auf, zu, sprühen. Das heißt, wir definieren den gesamten Prozess, gucken uns das an, setzen die Thermoelemente rein und sehen hier das Aufheizen in Kurven 1, 2 und 3 unseres Werkzeugs, unserer Form, und sehen dann, dass wir irgendwann einen stabilen Prozess kriegen, der hier abgebildet ist. Das heißt, ab Zyklus 5 sind wir erst auf Betriebstemperatur. Erst dann haben wir einen stabilen Prozess, erst dann können wir sagen, okay, jetzt haben wir wirklich den Stand, und den wir simuliert haben, oder den Stand, den wir unser Gussteil ausgelegt haben, so kriegen wir keine Fehler. Alles, was wir vorher machen, was wir dann eben mit dem Punkt 4 sehen, der Abkühlkurve im Gussteil, dass wir sehen sofort, wir haben Unterschiede. Alleine schon in der Abkühlkurve vom gleichen Material, vom gleichen Druck. Wir sprechen ja hier von wenigen Sekunden, die einzelnen Zyklen hier durchgelaufen sind im Druckguss, das geht alles schnell. Also es ist exakt die gleiche Schmelzung, wir haben auch hier schon nur Randbedingungen, andere Werkzeugtemperatur, eine völlig verschiedene Abkühlkurve. Das Ganze nochmal in größer plakativ dargestellt. Wo haben wir gemessen? Wir haben hier den Shot Sleeve, unsere Gießkammer im Druckguss, Eingussbereich, das Bauteil. Wir können haben hier nah am Einguss, fern vom Einguss gerechnet. Und man sieht sofort den Einfluss. Und das ist das Interessante, zu sehen, wie sich die Kurven verschieben, gerade die Abkühlkurven. Und ich denke, das ist genauso adaptierbar auf den Sandguss. Es ist nicht jeder Abguss gleich. Und es ist auch nicht jede Schmelze gleich, egal wie gut man versucht, das einzustellen. Ich habe die letzten 3 Jahre selber auch für Giga-Casting hergestellt, in der Eisengießerei in Deutschland. Und Crossmember zum Beispiel. Ja, Crossmember, ja. Ja. Und ich weiß genau, auch Thermoanalyse wird angewendet. Wir hatten einen eben davor gesprochen. Auch im Eisenguss, selbstverständlich. Aber die Anzahl der Messungen, gerade in großen Seriengießereien, die ist sehr gering. Ich will nicht sagen, fast nicht da, aber sie ist sehr gering. Und die Frage ist auch immer,
was machen wir überhaupt mit den Daten? Also wir messen, wir gucken, müssen wir mehr Magnesium hinzufügen, weniger, wie ist denn die Qualität, müssen wir vielleicht mehr impfen, vergessen wir sofort, wir machen eine Pfannenimpfung, wir machen in der Regel eine Formimpfung nochmal, also impfen machen wir genug, macht eigentlich jeder, weil das Risiko möchte keiner eingehen. Das heißt, wir sprechen nur noch davon, ist die chemische Zusammensetzung gut, ist Magnesium in Ordnung. Aber was mache ich danach? Was ist die Lösung, nachdem ich die Messergebnisse habe? Geht der ganze Konverter mit 5 Tonnen zurück und die Anlage steht? Oder schmeiße ich noch schnell was hinzu? Die Frage ist ja, was passiert tatsächlich in der Gießerei? Nicht in der Theorie. In der Theorie schmeißen wir alles zurück, wir machen alles neu, wir gucken, dass alles in Ordnung ist. Die Frage ist, was passiert in der Praxis? Welche Lösungen haben wir? Wie stabil ist unser Prozess, unser Gießsystem ausgelegt? Okay, die Folie hatte ich späteren Zeitpunkt im Kopf. Okay. Springe ich dann gleich nochmal zurück zu diesen Folien. Wir haben genau zu diesem Thema ein eigenes Programm, RWP Materials, entwickelt, in dem wir einmal hingehen und sagen, welche chemische Analyse haben wir, egal ob das jetzt hier ist ein Beispiel, das ist ein Eisen, ein GJS 400. Welche chemische Analyse haben wir? Wir stellen sie ein, wir erzeugen per Klick, ich glaube es dauert 15 Sekunden, unsere Materialdaten, die wir für unsere Simulation verwenden. Genauso ist aber das Ganze auch andersrum möglich. Das heißt, egal mit welchem Anbieter, egal mit welcher Software, ob es jetzt Aluminium ist, ob es Eisen ist, spielt keine Rolle. Wir nehmen die Abkühlkurve, wir laden die Abkühlkurve rein und kriegen dadurch den spezifischen Materialdatensatz von eurer Gießerei. Und das ist am Ende das Wichtige. Ein Eisen kaufen, einen Schrott kaufen, um das Eisen herzustellen, Aluminium, was man häufig von der Stange vorveredelt, korngefertigt kaufen kann, ist nicht das Gleiche. Man schmelzt es selber, man hat selber Verunreinigungen drin, man macht eine weitere Modifikation in der Regel. Jede Eisengießerei schmilzt das Eisen anders, gibt anders hinzu, hat andere Wartezeiten. Das heißt, wir können nicht, und das denke ich ist auch der größte Fehler in der Simulation, wir können nicht sagen, wir rechnen für Gießburg als Beispiel mit einem GJS 400. Der GJS 400 kann für Sie gut sein, kann für Sie schlecht sein. Das ist ein GJS 400. Bei Ihnen zeigt er die Fehler, bei Ihnen nicht. Warum? Weil es verschiedene Materialien sind. In der Gießerei, in der ich war, hatten wir für ein GJS 400-15 17 verschiedene Legierungen für eine Eisensorte. Und es war nicht möglich, die über 200 Modelle, die ich dort betreut habe, zu sagen, davon sind jetzt 50 400-15, ich kann alle Eisensorten nutzen. Nein, dafür gibt es die verschiedenen und gibt es diese große Anzahl, weil es nicht kombinierbar ist. Das heißt, wir verkaufen an sich keine Eisensorten, wir verkaufen ja wie immer in der Gießerei mechanische Eigenschaften. Und dann gucken wir, was brauchen wir als chemische Analyse, was brauchen wir, wie müssen wir es einstellen, damit wir diese Eigenschaften kriegen. Und genau das ist eben das, was wir dann mit Materials machen, was wir dann in Zusammenarbeit zum Beispiel auch mit Ideco machen, wenn wir Messdaten für Aluminium kriegen. Wir nehmen diese Messdaten und machen ein individuelles Datenpaket, womit die Gießerei sagen kann, okay, unser ALSI-10NG, bei uns geschmolzen, aus unserer Erfahrung gibt uns diese Kurve ab und damit rechnen wir. Und wir haben einige Kunden, die das so tun, die das genauso anwenden und mit dem Standarddatensatz, der nicht falsch ist, der ein Standard ist, der eine Range hat, keine Fehler sieht, aber mit der gleichen Software, mit unserer Software, vorher vielleicht mal keinen Fehler sieht, dann den Datensatz angleicht und den Fehler sofort sieht, alles behebt, damit lebt. Genauso, jetzt reden wir von Materialien, Gießmaterialien, können wir das Ganze auch mit unseren Werkzeugmaterialien machen. Und da gibt es auch viele Beispiele von unseren Kunden. Ein Sand ist nicht gleich Sand. Der Grünsand ist auch bei euch nicht gleich. Also bei allen Eisengießern hier. Der Grünsand
ist nicht vergleichbar mit dem anderen Grünsand. Genauso wie der Kernsand. Jeder hilft sich anders. Der eine macht einen höheren Schießdruck, der andere fährt mit mehr Additiv, der eine mit weniger Additiv, weil er Geld sparen muss. Es sind unterschiedliche, wir gucken dann auch Biegeriegel. Ja, wir gucken uns Gasdurchlässigkeiten an. Ja, von dem gleichen Biegeriegel, aber nicht von dem dünnen Kern, von dem filigranen Kern, nicht von dem dicken Kern, sondern von dem gleichen Biegeriegel. Und das ist das Gleiche, wenn wir uns einen Gussteil angucken und sagen, wir gucken uns immer einen 5-Kilo-Block an. Ist der 5-Kilo-Block 10 x 10 cm denn gleich wie ein 100 Gramm Block dünne Scheibe? Ist nicht gleich. Also müssen wir eigentlich an sich auch da aufhören und uns immer nur auf die spezifischen Daten für das nächste Audit vorbereiten, wo wir sagen, okay, da brauchen wir aber die Daten von den Biegeregeln, dass wir den sagen, der ist in unserer Range. Aber die Range, die ist so groß, die ist nicht, und daher kommt das Bild, Simulation ist nicht unbedingt wichtig. Nicht Simulation ist nicht richtig, die Daten sind nicht wichtig. Der Datensatz, der verwendet wird, ist nicht korrekt. Nicht die Simulation. Und ich denke, da hilft eben extrem die Thermoanalyse. Messen, am besten jeden Abschluss, aber Daten, und das ist das Wichtigste danach, zurückführen, nutzbar machen. Wenn wir nur messen und aufschreiben und sagen, ja, war nicht gut, aber wir haben Druck, wir haben es gegossen, ist alles gut gegangen, toi toi toi, das hilft uns ja nicht weiter, nicht für den nächsten Abschluss. Für den einen hat es geklappt, wunderbar, aber das ist die Steinzeit von früher. Wir wollen ja die Gießerei auch ein bisschen mehr in die nächste Generation überführen und sagen, wir schaffen das nicht gleich wie irgendeine andere Industrie, die auf dem Punkt fährt. Das kann keine Gießerei, dafür ist alles zu wechselhaft, gerade im Eisenguss. Ich hatte es eben mal angesprochen, die Schrotte, auch wir sind jetzt gerade in einem Projekt dran, mit einer großen Eisengießerei, mit 2 Unis, wo wir uns die Schrotte in den nächsten 10 Jahren angucken. Was kriegen wir überhaupt? Wie können wir mit den Schrotten, die wir in 10 Jahren haben, noch gleiche Qualität oder sogar bessere herstellen? Und allein dafür können wir nicht mehr in 10 Jahren den gleichen Datensatz GOS 400 nehmen. Es wird nicht mehr passen. Es wird auch, stimmt auch heute schon nicht mehr. Deswegen, wenn ihr mal Probleme habt, ich erstelle euch gerne einen Datensatz. Gebt mir die Daten, schaffen wir. Mal einen kurzen Überblick. Ich habe mal einfach Screenshots gemacht. Okay, wir können uns zusätzlich zu den Werten, wir haben hier auch Carbon Equivalent, Liquidus Solidus, All-Tech to Heat Temperature, Latent Heat, Expansion Temperature, Shell Temperature and so on. Wir haben Graphen, die wir direkt erzeugen können, die aber, wie ihr seht, jetzt anhand einer Abkühlkurve entstanden sind, sonst hätten wir hier Werte drin. Wenn ich die anhand der Abkühlkurve mache, kriege ich meine Werte. Es ist keine, wir hatten es eben besprochen, wir gucken nicht nach chemischer Analyse, wenn wir eine Thermoanalyse machen. Wir gucken nach dem Erstattungsverhalten, nach der Abkühlkurve. Nicht habe ich 0,1 oder 0,01% mehr Silizium drin oder Kohle. Habe ich deswegen mein Kohlenstoffäquivalent minimal verschoben. Auch das wissen wir alle, hat einen anderen Einfluss beim dünnwandigen und dickwandigen Bauteil. Also ist auch das immer mit Vorsicht zu genießen und sich nicht zu sehr zu versteifen auf einen Wert, Kohlenstoffäquivalent. Das ist dafür zu unterschiedlich im ganzen Gussteil. Es sei denn, wir hätten ein symmetrisches Bauteil, dann können wir danach gucken. Exakt symmetrisches Bauteil. Dann machen wir jetzt durch in diese Richtung. Zum Thema mechanischen Eigenschaften habe ich leider noch eine Folie mit. Wenn wir uns das angucken, dann ist es natürlich einfach. Wir sehen es, wir sagen, der eine glaubt es, der andere glaubt es nicht, dass wir Zug- und Druckspannungen, Deformationen machen können. Genauso wie vernünftigen Härteverlauf über die Wärmebehandlung. Aber ich sage euch, wir können es, wenn wir die richtigen Daten kriegen, wenn wir die richtigen Daten haben,
die nicht von der Stange sind, es sei denn, jemand gießt das von der Stange, dann haben wir Glück. Dann können wir das machen. Gerade was Verformung angeht und Zug- und Druckspannungen, sagen uns unsere Kunden, die aber uns schon Jahre begleiten, dass wir zu 95% genau sind. Was gerade bei der Verformung für Aluminium, Druckgussteile ziemlich gut ist und gerade für die großen Giga-Casting, die man ja heute so schön nennt, große Bauteile, die jeder im Eisenguss schon macht oder im Stahl. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, 10-Tonnen-Teile anguckt, da spricht ja auch keiner von Giga-Casting. Aber gut, extrem wichtig für dünnwandige Bauteile. Was uns auch zu dieser Folie bringt, aber an sich das einfach nur nochmal abschließt. Wenn wir Prototypen machen, wenn wir ein Produkt entwickeln, dann machen wir das auch als allererstes am Computer. Wir machen eine normale FEM-Simulation, Kalkulation, nicht für das Gießverhalten, sondern welche Kräfte, welche Anwendung hat denn mein Bauteil überhaupt. Das heißt, bevor das in die Gießerei kommt, hat der Kunde schon längst ausgerechnet, was er überhaupt braucht, was ist wichtig. Danach können wir darüber sprechen, ob das vielleicht nicht gießbar ist, aber im Grunde findet das von Anfang an statt. Und wir machen das Gleiche. Wir gehen mit unserer FEM-Simulation durch, wir gehen aber auch, und deswegen schließt sich das Ganze mit der Thermoanalyse wieder, wir gehen extrem darauf ein, welches Material gießen wir, wie stabil ist der Prozess, wie stabil muss er denn sein, um eben Schwankungen, wenn wir nicht stabil sind, wenn wir nicht digital sind, wenn wir vielleicht eine alte Gießerei sind oder eine alte Formanlage haben. Wir können vielleicht auch nicht jeden Tag eine Thermoanalyse machen. Gibt es genug Gießereien, die das nämlich nicht tun, obwohl wir die Möglichkeiten haben. Auch dann geht es darum, okay, dann fahren wir, wie es der Dünkemann auch gesagt hat, wir fahren da selber mit dem Koffer hin, wir schließen mal eben Thermoelemente an, die wir mitbringen, wir messen an der Form, muss auch kein Kasten ausgeschleust werden an der Formanlage, können wir direkt mit reinnehmen, stöpseln das am Ende an, kurz vorm Gießen, dann kann das alles durch die Kerneinlegestrecke laufen. Auch da unterstützen wir sehr gerne, um dann eben am Ende ein Produkt zu schaffen, was wirklich funktioniert. Und nicht, weiß ich nicht. Im Eisenguss ist es viel. 5% Ausschuss, 6% Ausschuss wäre viel im Eisenguss normalerweise. Was ich kenne, dann würden wir schon hätten wir schon Probleme, wenn wir so einen Ausschuss hätten. Wenn wir aber die Materialien nicht haben, dann, und das weiß ich selber, gibt es Bauteile, die fahren mit deutlich mehr Ausschuss, dann wäre man froh, wenn man 5-6% schafft. Das geht nur, wenn man es von Anfang an richtig durchstellt. Und das Material, Thermoanalyse ist ein großer Punkt. Thema Ausschuss. Ich habe mal hinten Folien angehangen. Auch wir als RWP, als Softwareentwickler und Entwickler in dem Sinne, dass wir ja auch diese ganze Entwicklung tagtäglich machen, jedes Jahr mit Universitäten zusammen, mit großen Gießereien weltweit. Auch wir haben bereits ein fertiges Tool entwickelt, nennt sich bei uns RWP Analytics, um eben da auch wieder alles zu schließen. Simulation, Thermoanalyse, Echtzeitdatenmessung und den kompletten Gießereiprozess. Komplett aufzunehmen. Heißt, okay, das ist ein Beispiel, das ist eine Gießerei im Osten Deutschlands, die ein Jahr nach der Anwendung mit Analytics den Ausschuss von 7 bis 10 auf 2 bis 3% gesenkt hat. Nur mit Anwendung von Analytics. Ich komme gleich dazu, warum. Warum mit Anwendung Analytics? Heißt nicht simulieren und richtige Daten. Klar, heißt es auch, die simulieren auch damit, mit WinCast. Aber hier geht es um die Digitalisierung, die auch Herr Dünkemann angesprochen hat. Und es geht nicht darum, die Temperatur zu messen. Das ist nur ein schönes Beispiel, das kommt auch. Aber es geht um den ganzen Prozess, es geht um die ganze Gießerei. Alles, was da ist, wird gesammelt und die wird sowieso gesammelt, ob ihr sie nutzt oder nicht. Alles, was ihr irgendwo mal gemessen habt, wird in der Gießerei aufgeschrieben, wird vielleicht gelöscht oder wird nie verwendet, aber es wird aufgeschrieben. Dafür sind wir alle digital genug. Es wird nur nicht verwendet in den meisten.
Wir kommen mal zum Interface. Und hier sehen wir jetzt ein Beispiel von der Gießerei, das ist komplett individuell gestaltbar, um einfach mal zu sehen, wie ist eine Gießerei aufgebaut, welchen Bereich gucke ich mir an, welcher Bereich, ganz klassisch, Ampelsystem, rot, hier stimmt was nicht. Wie kann ich schnellstmöglich eine Gießerei im Ganzen, auch mit CNC-Bearbeitung, wenn ich lackiere, dann auch damit, wenn ich den Versand hinten überwache, alles mit rein. Wie kriege ich einen Überblick als Gießereileiter, als Produktionsleiter, aber auch als Meister an der Formanlage? Auch der braucht einen Überblick. Wenn wir den Meister an der Formanlage nicht mit einbinden, was schief läuft, ja, dann wird es auch niemals besser, weil am Schreibtisch löst man die Probleme nicht. Der Meister muss hingehen, muss zur Anlage gehen, muss zum Handformer gehen, muss sagen, was geändert werden muss. Dafür muss er es aber auch wissen. Hier sehen wir ein gutes Beispiel. Was wird hier gemessen? Wir haben hier eine Sandgießerei, wir messen Bentonit, Wasser, Ecosil, das ist hier, Neusandzugabe. Wir haben bei den Temperaturen, wir haben alles erfolgt bei uns mit Ober- und Untergrenze, wie es in der Regel auch in den meisten Gießereien so gängig ist. Wir haben eine spezifische Ober- und Untergrenze und wir haben eine Eingriffsgrenze, in der wir uns noch bewegen können, und sobald wir über der spezifischen sind oder drunter, haben wir meistens ein Problem, zumindest was alle Automotive-Gießer angeht, die dann IATF-zertifiziert sind. Gehe hier mal durch, klassische, okay, wir können auch mal ein Ofenbild dahinstellen, Produktname, alles, hier geht es nur ums Interface, dass man vielleicht mal ein Gefühl kriegt, finde ich denn überhaupt meine Anlage wieder? Ja, sofort. Man kennt seine Anlage, man kennt den Namen, alles wunderbar. Hier kommen wir zu einem Punkt, und hier wird es spannend oder ein wichtiger Punkt, wie kriege ich meinen Prozess stabil. Das eine ist Aufnehmen, und da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt, Thermoanalyse machen, aber wofür? Aufnehmen der Daten ist auch die Frage, wofür, wenn ich sie nicht nutze. Hier nutzen wir die Daten, und wir haben, wie man es hier sieht, die Kurve drüber gelegt, und hier kommt auch die AI ins Spiel. Sie lernt von den Daten, sie lernt von den Vergangenheitsdaten, sie weiß, was in der Zukunft passiert, und gibt uns hier den nächsten Schritt in der nächsten halben Stunde voraus. Das heißt, fahren wir so weiter, landen wir eine halbe Stunde mit der Temperatur hier vorne. Fahren wir nicht so weiter, landen wir draußen. Was eigentlich ein Video ist. Dann kommt es vielleicht noch. Ah, kommt nicht. Weil der Laptop gecrashed ist. Das heißt, in der nächsten Messung im normalen Video würde es so sein, dass die Temperatur außerhalb landet. Nach einer halben Stunde. Das heißt, ich fahre so weiter, ich werde zu kalt sein. Natürlich steht überall immer ein Ofenbediener da, der schreibt das alles auf dem SPC-Blatt, der schreibt das auf seine Regelkarte drauf, und irgendwann wird er reagieren. Meistens aber erst, wenn wir auf der Linie sind, und dann ist es zu spät. Dann haben wir den nächsten Abguss zu kalt, danach sind wir wieder gut, aber der eine Abguss war zu kalt. Der ist aber schon gegossen. Beim Aufschreiben mache ich das erst, wenn die Temperatur zu kalt ist. Aber dann ist sie mindestens schon einmal vergossen. Hier wissen wir vorher, was passiert. Und das Schöne ist, auch hier, Furnace Power. Hier ist es so, dass die Gießerei den Ofen über 3 Regler steuert. Power 1, Power 2, Power 3. Ganz klassisch. Und hier ist die Empfehlung, weil aufgenommen wird, wie lange dauert es, bis Power 1 reagiert. Wie viel Leistung ist dahinter? Bei 2, bei 3. Wenn ich von 2 auf 3 schalte, wie lange dauert das, bis denn wirklich, wie viel Grad wird denn pro Minute dann erwärmt? Genauso, wie schnell kühlt es ab? Wie viel Ofeninhalt habe ich? Es wird alles gemessen, wir machen es sichtbar. Dann kommt die Empfehlung, runterstellen auf 1, hochstellen auf 3, um eben innerhalb der Grenzen zu bleiben. Es ist machbar, das scharf zu stellen auf Automatic, das heißt ohne Eingriff, und der steuert den Ofen. Da sind wir in der Gießereibranche noch nicht, dass das Vertrauen da ist.
Deswegen, die das nutzen, die lassen es laufen. Die sagen, okay, gib mir die Empfehlung, aber ich steuere. Dann hat der Meister da was zu tun. Das ist das Gleiche für jeden einzelnen Wert, den man das machen kann. Das Schöne, und das möchte ich Ihnen einmal zeigen, ich hoffe, das ist jetzt hier in der Folie drin, damit wir auch auf die Zeit ein bisschen gucken. Ich sagte eingangs, wir nehmen alles auf. Das heißt, wir nehmen alle Daten auf. Auch die Spektrometer, auch die Bearbeitung. Jeden Staubkorn, den wir messen können, können wir anzapfen. Wir sind frei in der Daten, können uns einfach so das SQL, aber wir können alles aufnehmen. Wir nehmen die Bauteilbezeichnungen auf. Wir haben die jegliche Daten darüber verfügbar, weil alles in der Regel gekoppelt ist über eine ID-Nummer. Entweder bauteilspezifisch, Lease-Datum-spezifisch, stundenspezifisch. Das heißt, wir haben alles zuordnbar. Wir sehen auf einen Blick, was gibt uns den meisten Ausschuss, was läuft am meisten, sortierbar in jede Richtung. Das heißt, in dem Fall gucken wir uns das Bauteil an, wir kriegen die Informationen, auch hier haben wir mehr als eine Pattern, haben wir ganz oft haben wir mehr als eine. Und wir wissen alle, jeder, der in der Gießerei gearbeitet hat, weiß, Ausschuss, okay, ich gucke mir die gleichen 5 Teile an, die gleichen 5 oder 10 Werte, an denen liegt es immer. Und dann kommt der häufigste Satz, den ich auch in den 3 Jahren in der Eisengießerei gehört habe, den Fehler kenne ich. Das ist immer, der kommt da immer wieder, der ist jedes Mal im November. Wenn ich den Fehler kenne, kann ich ihn abstellen. Dafür sind wir Ingenieure, dafür haben wir Gießerei gelernt. Wenn ich den Fehler wirklich kenne, kann ich ihn abstellen. Wenn ich ihn nicht kenne und ich mache irgendwas, dann kommt er wieder. Und dazu hilft uns Analytics. Das heißt, wir haben die genaue Ausschussaufnahme, steht und fällt mit der genauen Ausschussaufnahme, ist klar. Wir haben die Ausschussaufnahme, wir sehen, was wir haben und wir können mal eben sagen, Vergangenheitswerte, letzte Woche Freitag, alles in Ordnung. Montag wieder gegossen, Ausschuss. Also vergleichen wir direkt 2 Gießtage miteinander. Wir können auch 3, wir können auch 5, das ist egal. Und wir sehen sofort, wo ist was außerhalb gelaufen. Waren wir gut in der Produktion, waren wir schlecht? Haben wir Ausreißer? Ja, hier sind sie deutlicher. Ob es jetzt am Bild ist, hier nochmal eingekreist. Wir sehen übrigens einfach mal, wie lang die Liste ist an Daten, die jetzt hier einfach nur aufgenommen worden sind. Der größte Punkt, ich will Sie damit nicht weiter stören, klar, wir können auch Smileys einbauen, ja, ist alles schlecht gerade. Lauf, bitte den Ofen anhalten. Der größte Punkt ist am Ende, oh, der ist nicht drin, der größte Punkt ist nicht drin. Ach, ist doch verrückt. Okay, dann mache ich auf der Tonspur. Wir sehen, und das sieht jeder in der Gießerei, solche Diagramme. Jeder, der in der Gießerei gearbeitet hat, erzeugt die. Zeigt die seinen Chef, guckt sich die Werte an, kriegt es als Zulieferer, kriegt es von der Gießerei als Präsentation. Ja, der Guss war nicht gut, die Temperatur war ein bisschen zu kalt oder zu heiß, hatten wir zu viel Flüssigstündung im Eisen, deswegen hat sich die reingezogen. 1000 Geschichten. Kennen wir alle, schöne Argumentation. Aber an sich ist das nur ein Füllen von Dokumenten für den Kunden, aber es ist kein Weg, einen Fehler abzustellen. Weil der Ofen wird auch nächste Woche mal wieder zu heiß sein, zu kalt sein. Wir werden auch wieder irgendwelche Probleme haben. Der Ofen, die Anlage wird stehen und dadurch kühlt es ab. Es ist ja nicht, dass die Schmelzerei falsch ist, aber wir haben einen Prozess, der nicht nur neue Anlagen hat. Das heißt, wir haben auch alte Anlagen. Das heißt, es ist ganz normal, dass wir Störungen haben. Die werden wir nie rauskriegen. Und Analytics macht es möglich, all das aufzunehmen und auf Knopfdruck zu sagen, Beispiel, zeigt mir die
5 größten Abweichungen. Von Gießtag 1 zu Gießtag 2. Und wir kriegen, es dauert in der Regel, also das längste war jetzt 1 Minute und 5 Sekunden, aber wir sprechen von unter einer Minute normalerweise, die er dann codiert, rechnet, alle Daten, die wir aufgenommen haben, dann meine ich eben alle Daten, nicht die 15, die ich mir immer angucke, vergleicht die und gibt prozentual eine Liste, welcher Wert ist außerhalb meiner Grenzen, die ich gesetzt habe, die ich vielleicht durch Simulation gemacht habe oder die ich durch Erfahrung ergänzt habe, aber welcher ist außerhalb. Ich klicke sofort auf diesen Wert, ich sehe sofort, wann es passiert ist, das heißt, ich kann auch dann Rückschlüsse führen oder ich klicke einen Teil vom Kunden, also ich tippe das Teil ein und dann möchte ich das Teil, welche Werte waren außerhalb. Und dann ist es kein Raten, eventuell die Temperatur und eventuell mehr Flüssigschwindung als sonst. Das wird es bestimmt gewesen sein. Nächstes Mal habe ich das wieder. Und mit Analytics ist es möglich und genau damit hat diese Eisengießerei im Osten Deutschland den Ausschuss reduziert. Sie hat die wahren Gründe gefunden. Sie hat die wahren Gründe abgestellt und hat daran gearbeitet. Die anderen Sachen, das sind Sachen, die wir so schnell sehen. Das sind die typischen. Aber was passiert in der Gießerei drumherum? Wie lange war die Sandaufbereitung? War die gut? Wir messen vorne einmal, wenn das in den Silo kommt, wie viele Kästen mache ich mit dem Silo? Stand ich kurz? Was ist damit mit dem Sandwert? Ich muss es messen, nur dann kriege ich die Daten, keine Frage. Aber nur so kriegen wir es überhaupt und dann können wir es digitalisieren. Ich habe eine Sandgießerei gezeigt, das gleiche geht natürlich auch hier für eine Druckgießerei, hier im Low Pressure. Eine Gießerei wie eben hier, das ist das indische Logo in Indien läuft, die das eben anwendet für ihre, ja, man sieht das Bauteil ja, ne? Wollte ich sagen. Da geht es auch, selbst in Indien, die das eigentlich nicht so digital unterwegs sind, aber die kriegen es hin. Da sind wir leider in Deutschland meiner Meinung nach noch ein bisschen hinterher. Ganz simpel, Sand messen, chemische Analyse, normale Thermoelemente, egal was, alles sammeln. Ich denke, das geht in die gleiche Richtung, wie Sie es auch mit dem Projekt Regain machen. Da habe ich auf den German Foundry Days noch gesprochen, mit Hintergrund. Als Überblick dazu, alle Daten sammeln, alle Daten zur Verfügung stellen, alles in das Programm setzen, alles intern, nichts extern, also Datensicherheit ganz hoch geschrieben, keine Cloud, man kann es natürlich in die interne Cloud, aber es landet nichts zum Beispiel bei uns. Und damit bin ich an sich für heute fertig. Ich hätte Ihnen gerne mehr über die Thermoanalyse gezeigt, durch den Crash meines Laptops und den Daten, die ich dazu vorbereitet habe. Muss ich leider ein bisschen thematisch abweichen und das nehmen, was ich aus Folien zusammengebastelt habe gestern Abend noch. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick, wofür nutzen wir Thermoanalyse, wie können wir das Ganze tatsächlich nutzen, nicht nur für die eine Gießerei, nicht nur für den einen Prozess. Egal, wir brauchen ihn für den Prozess der Behandlung, aber was machen wir mehr damit? Wie werden wir digital, wie nutzen wir all die Daten sinnvoll und nicht dreimal messen, weil wir das doch wieder brauchen. Und dann ist es zu spät. Ausschuss erzeugt es und wir messen es. Wenn wir messen und die Schmelze steht am Ofen, dann ist es gut, dass wir das vorher erkannt haben, aber es ist, wenn wir ehrlich sind, zu spät. Wir hätten es, bevor wir am Ofen sind, wissen müssen. Wir hätten es vorher wissen müssen, dass wir mit der Analyse unser Gießsystem nicht hätten auslegen dürfen, weil wir eine größere Schwankung in unserem Prozess haben. Und das versuchen wir mit WinCast, mit RWP Materials und auch mit unserer AI, RWP Analytics, ganzheitlich zu erfassen, abzubilden und als Lösung zu präsentieren. Vielen Dank.